Sega challenges you with the ultimate video games. Games that'll blow you away, like Alex Kidd in Miracle World. Anfang der 90er gibt es wohl kein Studio, das verzweifelter nach zu kräftigen IPs sucht als Sega. Nicht nur, dass man Spiele an den Mann bringen möchte. Mit der 8-Bit-Konsole Master System und dem 16-Bit-Nachfolger Mega Drive muss die Kundschaft auch noch davon überzeugt werden, in die Hardware zu investieren. Was Nintendo so erfolgreich mit zu kräftigen Serien wie Super Mario Bros. Oder Legend of Zelda vorgemacht hat, ist aber gar nicht so einfach zu wiederholen. Die hauseigenen Figuren wie Alex Kidd, Wonder Boy oder Opa Opa weigern sich trotz dem Vorstoß in unterschiedliche Medien, dieselbe Popularität aufzubauen. Und so entschließt man sich dazu, auf die zu kräftige Disney-Lizenz zu setzen. Die besten hauseigenen Designer werden versammelt und damit beauftragt, ein Spiel zu entwickeln. Castle of Illusion für das Sega Mega Drive wird zum Zugpferd für die neue 16-Bit-Technologie. Allzu gut gealtert ist der Titel nicht. Die damaligen State-of-the-Art-Animationen wirken heute plump. Das Spiel fühlt sich klobig an. Nichtsdestotrotz ist Castle of Illusion für damalige Verhältnisse eine Errungenschaft und prägt einen glatten Stil, den viele Plattformer derselben Ära auf lange Zeit kopieren sollten. Immer dann, wenn Einfallsreichtum und Kreativität gefragt waren, wurde alternativ auf die bewährte Formel des Mickey-Mouse-Titels zurückgegriffen. Schale Level-Themen wie Spielzeug oder Süßigkeiten wurden zur Heimat für unzählige gescheiterte Plattformhelden und finden selbst heute, wo nach 20 Jahren auch die Ideen der Mario-Schaffer endgültig aufgebraucht sind, immer öfter den Weg in aktuelle Plattformer. Interessant ist am Titel vor allem, dass sich oftmals Designelemente erkennen lassen, die später die populäre Sonic-Reihe definieren sollten. Weitaus besser als das 16-Bit-Erstlingswerk schneidet der 8-Bit-Verschnitt ab, der aus heutiger Sicht spielbarer wirkt und anders als der große 16-Bit-Bruder gleich zwei Sequels in derselben Engine bekommen sollte. Land of Illusion war exklusiv nur für die betagte 8-Bit-Konsole erhältlich und stellt ein Highlight auf dem System dar. Von leichten Adventure-Elementen zu versteckten Power-Ups und alternativen Levelwegen kann man qualitativ schon erstaunlich nahe an das ultimative Super Mario Bros. 3 heran. Legend of Illusion war chronologisch einer der letzten Disney-Titel und kam tatsächlich noch 1995 auf Segas 8-Bit-Systemen heraus. Um das in eine Perspektive zu stellen, Sonys PlayStation kam ein Jahr zuvor auf den Markt. Spielerisch handelt es sich dabei aber nur um einen seichten Aufguss altbekannter Elemente. Das zweite 16-Bit-Projekt schlug eine neue Richtung ein. Statt Mickey Mouse kommt Donald Duck zum Zug. Wahrscheinlich inspiriert durch den Erfolg von DuckTales, denn thematisch sind sich die beiden Titel nicht unähnlich. Auf den ersten Blick bedient sich Quackshot einfach der damaligen Popularität der Indiana Jones Thematik, so durchstöbert Donald Duck mysteriöse Tempel auf der ganzen Welt auf der Suche nach Schätzen. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich aber um eine Umsetzung, die einen sachkundigen Umgang mit der Materie demonstriert. Der Stil des Spiels orientiert sich stark an den renommierten Geschichten von Carl Barks, die offenkundig ihrerseits die Inspiration zu Indiana Jones selbst geliefert haben. Mit leichten Adventure-Elementen und liebevollem Design stellt der Titel bis heute eine Systemreferenz dar. Die grafische und musikalische Vielfalt ist auf dem System selten übertroffen und die Spielmechanik unterhaltsam.
Quackshot ist ein Titel, der anders als die etwas einfallslosen Donald Duck Spiele auf dem Master System in vollem Umfang von der Lizenz Gebrauch macht und sowohl kreativ als auch inhaltlich eine der gelungensten Disney-Umsetzungen überhaupt darstellt. Nachdem beide Ansätze recht erfolgreich verliefen, entschloss man sich am Ende dazu, beide Themen zu kombinieren, und so wurden für den letzten großen Disney-Titel aus dem Hause Sega beide Protagonisten vereint. World of Illusion ist bis zum Bersten gefüllt mit verspielten Ideen und stellt den Höhepunkt von Segas Schaffen im Disney-Bereich dar. Von wegweisenden Koop-Elementen zu kreativen Alice im Wunderland-Einlagen bleibt der Titel bis heute durch seine kreative Vielfalt in Erinnerung. Sega hat zu diesem Zeitpunkt bereits Sonic gefunden, weshalb sich kreative Bestrebungen fortan auf die eigene Kreation konzentrierten. Doch World of Illusion ist ein gelungener Abschluss für eine Ära, in der der japanische Spieleentwickler lange vor den ersten großen Erfolgen seine Identität finden musste.